So, das ist ja auf jeden Fall spannend, ne? Je mehr Parkplätze um eine Touristenattraktion sind, desto großartiger muss ja auch diese Touristenattraktion sein, oder? Der ganze Ort scheint Ja, ein einziger voll zu sein Parkplatz mit zu sein. Parkplätzen. Ja. Da lässt sich doch gut Geld verdienen. Wir stehen jetzt auf dem Parkplatz von einer Montessori-Schule. Da hat Marco sich schon gewundert, aber es sind ja auch hier Ferien, also warum nicht auch ein bisschen Geld verdienen? Und berechtigterweise fragt ihr jetzt natürlich, oh, was für eine Sehenswürdigkeit guckt ihr euch denn an? Und heute Morgen war das so, bei uns gab es ein kleines Ei und Susi hat gesagt, "Ah, uns ist das Salz ausgegangen." So ein schlechter Übergang. Also hat sie uns zum Salzbergwerk geschickt. Und das ist genau dort. Was für eine mega schlechte Überleitung. Hallo! Oh mein Gott. Es gab kein Ei, es gab Porridge. Aber auch da gehört eine Prise Salz. Und allem Anschein ist das auch so, dass mehreren Leuten hier das Salz ausgegangen ist. Ja. Ne? Also die toll. haben alle ein grundlegendes Bedürfnis, denn wenn wir das mal angucken hier, dann ist hier so einiges los. Was? Da ist ein großes Schild, Individual Tourist Foreign Language Ticket. Da, also Okay. müssen wir darüber. Und wir haben doch schon ein Ticket, ne? Ja, ja. Juhu! Ja, und heute ist das Wetter auch nicht so schön. Wie ihr seht, Hamburger Verhältnisse. Ja. Saalsiederei mit einer Gruppe Individualtouristen wird gleich ein deutsch sprechender Fremder vorkommen. Touristen mit Einzelkarten bitten wir zum Eingang. Der Abstieg in die Abbaukammer des Salzbergwerks erfolgt über Treppen bis in eine Tiefe von 64 Metern. Insgesamt dauert die Besichtigung etwa 3 Stunden. Im Salzbergwerk Betrachten wir zunächst die historische Dimension dieses außergewöhnlichen Ortes. Das Salzbergwerk von Wilecka wurde im 13. Jahrhundert gegründet und über Jahrhunderte weg genutzt. Es bleibt nicht nur ein Ort des Salzabbaus, sondern auch ein Meilenstein in der Geschichte der Bergbaukunst. Bergleute stießen auf tiefgreifende Herausforderungen, von Dunkelheit und gefährlichen Arbeitsbedingungen bis hin zu der Notwendigkeit, die Gänge und Höhlen vor den Einstürzen zu schützen. Salz, einst so kostbar wie Gold, wurde hier abgebaut und handwerklich verarbeitet. Salz war nicht nur eine wichtige Handelsware, sondern auch ein strategisches Gut. Es wurde für die Konservierung, Heilung und zum Würzen verwendet und war somit von essentieller Bedeutung für die Ernährung, aber auch vor allem für die Gesundheit der Menschen. Im Bergwerk wurden nicht nur Salzstollen geschaffen, sondern auch Kunstwerke und Skulpturen aus Salz. Ein Zeugnis menschlicher Kreativität und Innovation. Im 14. Jahrhundert wurde das Salzbergwerk sogar von König Kasimir dem Großen betrieben. Sein Engagement unterstrich die Wichtigkeit dieses Ortes für das Königreich Polen und seine Wirtschaft. Die Bergleute von Wilecka waren unendlichen Gefahren ausgesetzt und so wurde dieser Ort nicht nur ein Ort des Arbeitens, sondern vor allen Dingen auch ein Ort des Glaubens.
Die Bergleute schufen eine Kapelle aus Salz, in der Gottesdienste abgehalten wurden. Heute ist das Salzbergwerk von Wieleczka ein beeindruckendes Weltkulturerbe der UNESCO und ein Ort des Staunens für Besucher aus aller Welt. Es ist ein lebendiges Zeugnis für die menschliche Fähigkeit, die Natur zu nutzen, zu gestalten und zu schätzen. Uiuiuiuiui. Und wie fandest du es? Also auf mehreren Arten und Weisen beeindruckend. Okay. Also nicht nur, dass wir hier ganz tief unter der Erde sind. Ich glaube 120 Meter. Ja, irgendwie so, ne? Also es geht noch tiefer, über 300 Meter, aber so tief lassen sich die Touristen nicht. Frag mich warum. Genau. Ja, Und das war auch spektakulär, erst vom Abstieg, ne? Wie lange wir da runtergelaufen sind. ja, absolut. Ja, also unglaublich. ganz schön viel Treppen runtersteigen. Wir laufen jetzt hier durch die letzten Räumlichkeiten. Also, das gab es hier früher bestimmt nicht, weil, oder hatten Bergwerksleute. Ja, ich glaube, das ist die Bergwerkskantine hier. Genau, ne? Schön so Bier picheln und dann geht's weiter. Nicht? Genau. Ich glaube, das ist für die Touristen hier neu gebaut. Hier ist insgesamt sowieso extrem viel. Genau, und das unterstreicht das halt natürlich irgendwie, dass wir das jetzt gerade nochmal gesehen haben, durch welche Räumlichkeiten wir hier laufen. Ich glaube, das ist eine Kantine, da kannst du irgendwie 200 Leute auf einmal abfrühstücken. Und jetzt guckt euch mal das Ding hier an. Oder hier haben sie sich dann in den Pausen getroffen und das Tanzbein geschwungen oder so. Ja. Oder es gab Theateraufführungen. Ja, das nutzen die halt noch, ne? Du kannst das hier buchen, ne? Wie Firmenveranstaltungen oder irgend so ein Krams. Wahnsinn. Unser Tourguide hat erzählt, am Tag sind hier bis zu 10.000 Besucher, die hier durchgeschleust werden. Und jetzt verstehe ich auch, warum die immer ein bisschen Tempo gemacht hat. Weil hinter uns hörte man dann immer schon die nächste Gruppe und vor uns sah man auch schon die Vorgänger. Die hast du teilweise auch noch gehört. Also das wird hier richtig durchgetaktet. Ja. Deswegen, wenn ihr hier ein Ticket bucht, ihr müsst pünktlich sein. Wenn ihr nur eine Minute zu spät seid, die Gruppe weg ist, Pech gehabt. Die lassen euch dann nicht mehr rein. Ganz genau. Ja. Und so ähnlich ist es auch wieder mit dem nach oben kommen, ne? Also wenn man nicht pünktlich ist und wieder nach oben kommt, bleibt man für immer hier. Hat sie das gerade gesagt? Ich glaube schon. In diesem Sinne, solltet ihr kein Video mehr von uns sehen, dann sind wir noch hier unten. Dann könnt ihr uns besuchen hier in Polen, in den Salzbergwerken. Aber es lohnt sich wirklich, es hat Spaß gemacht, das ist eine tolle Anlage. Also auch wenn es voll ist, kommt her, guckt euch das an, das ist einmalig. Zwischen dem 14. und 18. Jahrhundert bildeten die Einnahmen dieser Salzbergwerke hier 1/3 der Staatseinnahmen Polens. Gehört ja alles dem König. Ob das heute auch noch so ist? 1/3 der Staatseinnahmen durch die Touristen? Ja, vermutlich wird das immer noch so sein. Kommt einem so vor. So, jetzt ist es passiert. Jetzt haben wir uns verlaufen. Toll. Tolle Wurst. Jetzt wissen wir nicht mehr, wo lang. Toll. Und hier ist auch keiner mehr. Toll, Susi. Nur weil sie da noch eine Geschichte erzählen musste, ist jetzt hier keiner mehr. Ganz alleine im Bergwerk, ey. Mann, Mann, Mann. Hier stehen noch die... Weil das wurde auch noch sehr, sehr lange, bis spät in die 80er genutzt, glaube ich, ne? 90? Also bis 94, glaube ich sogar, oder? Noch länger. Noch länger? Bis in die 2000er. Ach, bis in die 2002 haben sie erst das letzte Pferd, was hier unten arbeitet. Stimmt, 2002 ist das letzte Auf Pferd. Verlangen der Tierschützer hier rausgeholt. Ja, stimmt. Ich habe gerade eine WhatsApp bekommen von meinem Bruder. Ich habe hier Empfang.
Da? Dziękujemy. It's like an animal cage. Sorry. Excuse me. Oh my Okay. God. Okej. No, będzie to szybko? Tego to się nie spodziewałem. Jestem mięsna. Ale z mikrofon. Tata, nie Wszystko opieraj dobrze. się. Boże, bo to się Nie bać złamie. się, bo ona to się musi rozpędzić na górę. Już jesteś. No. They put more on top. Yeah. Yeah, yeah. Gleichka. Ty nie. Okay, so there are people under us? Ganz schön eng. On top. Wackelt auch ein bisschen. Ja, es wackelt. Vor allem, wir sind erstmal runtergefahren. Bisschen gruselig, ne? Ja, ein bisschen. Wir sollten hochfahren und dann fährt das runter. Aber ist ein Magnet? Ja. Genau, beeilt euch mal da oben. Ona jedzie 4 metry na sekundę. Ja? Ist sie schnell? 4 metry. Nie, może nie. No, there's snow on top of the bottom. No. Jetzt sind alle dran. Das geht klar. Oh my god, so scary. Guck mal jetzt. Ile się tu mówi? Eine Minute. Oh, der ist schnell. Boże. Ich habe manchmal Albträume, die so anfangen. Ja. Und dann geht's nach unten, ne? Dann geht's. Aber guck mal, du siehst die verschiedenen Level. Manchmal fahren wir. Oh, meine Ohren. Oh, Ja, der ist echt schnell. Wahnsinn. Ja po prostu nie myślę. Maurice, du musst die Hände hochmachen. Oh. Tak? Koniec? Das war voll okay. Jetzt steigen die unten erst auf und dann wir, oder? Wow, wow. Meinst du, dann fallen wir wieder runter? Dann fahren wir ein Stück runter und dann, wenn die ausgestiegen sind. Wir fahren wieder runter. Und das wackelt so, ne? Bo jesteśmy na środku. Pierwsza wysiadają, bo pod nami jest też. Ist today Tuesday? Was? Jetzt wieder nach unten. Why is everybody so scared? Because they had not been here. Nie, teraz będziemy wysiadać. Dobra, wysiadam. Go first. Okay. Okay, da kommt noch ein Highlight am Ende. Und wir erzählen wir euch nicht. Uiuiui, das war ja nochmal ein Nervenkitzel ohne Ende, oder? Ich wusste am Anfang weder, wie wir runterkommen, noch wusste ich, wie wir wieder hochkommen. Ja, beide spektakulär, Ja, definitiv. Also allein deswegen hat sich das schon gelohnt, ne? Muss man echt sagen. Ich glaube, das sind auch noch die Aufzüge von den Original-Bergleuten gewesen. Das sind Triple, also übereinander Fahrstühle, die dann gleichzeitig hochfahren. Das heißt, erst steigt eine Gruppe ein und dann fährst du runter und denkst so, nee, warte mal, ich muss noch nach oben fahren. Fährt dann ein Stück runter, damit die nächsten einsteigen können. Und dann geht es in einem Affenzahn nach oben. Ja, und ich dachte schon, als er dann, also je mehr Leute eingestiegen sind, desto mehr hat das Ding dann auch geschaukelt. Und wir standen so. Ja, und ich dachte schon, das war's. Auf Nummer Wiedersehen. Apropos Nummer Wiedersehen. Vielen Dank fürs Angucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Haltet die Ohren steif. Vielen Dank. Macht's gut. Es war ein Rüssel. Es tut mir leid.
Aber wenn ihr noch da seid und mich gehört habt, ihr könntet jetzt auch den Kanal abonnieren.